Man möchte gerne alles vergessen. Aber es ist nicht einfach. Ich verstehe, Herr Burger. Sie heute wiederzusehen und mit Ihnen zu sprechen, lassen auch in mir Erinnerungen an diese schrecklichen Jahre wach werden. An jede Minute. Was damals geschehen ist, lässt mich an meinem Glauben zweifeln. Und was meinen Sie damit, Vater? Ich verstehe nicht. Nun, Sie müssen wissen, ich stelle mir immer noch Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich bin nämlich ein anmaßender, dickköpfiger und hartnäckiger Mann, der annimmt, die Gründe für Gottes Willen zu kennen. Aber lassen Sie mich erzählen. Wir haben es alle satt zu warten. Das Funkgerät ist kaputt, Moreno. Ich glaube, es ist besser, sofort anzugreifen. Wir haben den Befehl, abzuwarten, bis sich die deutschen Truppen in Bewegung setzen. Danach können wir sie sicher in größere Verlegenheit bringen und ihnen den Rückweg abschneiden. Außerdem, Befehl ist Befehl. Aber dieses Warten entnervt uns. Es wäre besser, den Stützpunkt jetzt anzugreifen. Und vergiss nicht, wir sind ohne Funkkontakt. Er hat recht. Wir wissen doch genau, wann die Deutschen ihren Abzug vorbereiten. Moreno, warum nehmen wir keinen Kontakt mit der Gruppe an den Westhängen auf? Ihr Funkgerät wird nicht auch kaputt sein. Aber wir sind diejenigen, die Ihnen die Nachrichten übermitteln. Rezzieri, du bist der Einzige, der sich dort auskennt. Wie lange würdest du brauchen? In 3 Stunden kann ich zurück sein, ohne Zwischenfälle. Ich gehe mit dir. Nein, ich gehe lieber allein. Du bleibst hier. Nein, du nimmst Marisa mit. Es ist viel sicherer. Es ist weitaus unauffälliger, eine Frau dabei zu haben, glaube mir. Es ist besser so. Zu zweit ist es einfacher. Geht schon, wir haben nicht mehr viel Zeit zu verlieren. Wenn wir bis heute Nacht nichts hören, dann greifen wir an. Denkt dran, dass sie euch nicht lebend erwischen dürfen. Ihr könntet ihnen zu viel erzählen. Du kannst mir erzählen, was du willst, Moreno. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. Ich glaube auch, er hat recht. Ich verwette meinen Stiefel, dass was schief geht. Redet doch keinen Quatsch. Bringt das Funkgerät lieber wieder in Ordnung. Mehr Sorgfalt und es würde noch funktionieren. Na, hoffen wir, dass Tego uns was Genaueres erzählen kann. Tego?
Welche Nachrichten kann der uns schon bringen? Dieser Moreno scheint gerne den großen Mann zu spielen. Ich kann nicht verstehen, warum du seine Befehle befolgst. Ich hätte lieber meine Befehle von dir. Vergiss es, Marisa. Du redest wie immer zu viel, wie alle Frauen. Und außerdem stammt die Idee, die andere Gruppe aufzusuchen, von dir, oder? Ja, und ich habe meine Gründe dafür. Es ist unsinnig, so weiterzumachen. Ich habe es satt, mein Leben für eine verlorene Sache aufs Spiel zu setzen. Für was? Ein Danke und ein Tritt in den Hintern. Ich erwarte mehr vom Leben. Und was erwartest du? Eine schöne goldene Ehrenmedaille oder einen Haufen Geld, um ihn in der Matratze zu verstecken? Genau das, du sagst es. Einen Haufen Geld, der ganz mir gehört. Und ich möchte überleben, um ihn auch ausgeben zu können. Ich möchte wieder fühlen, wahre Gefühle. Und ich bin jung. Du würdest dich wieder als richtiger Mann fühlen. Vertraue mir, Riziere, und ich zeige dir, wie leicht man an viel Geld kommt. Halt den Mund, Marisa. Ich sage dir, hör auf, so zu reden. Hörst du das? Das ist Tego. Er jagt die Eisenbahnbrücke in die Luft. Für was, glaubst du, kämpft er? Marisa. Dieser Mann hat Frau und Kind. Riziere, ich möchte dir zeigen, dass ich nicht spaße. Tego, beeil dich! Der Zug muss jeden Moment kommen! Jetzt! Los, beeil dich! Worauf wartest du noch? Bis du fertig bist, ist der Zug schon auf und davon. Warte ab. Es hat geklappt. Aber du hast erst gezündet, nachdem der Zug schon vorbei war. Das ist richtig. Der Zug war voller Männer. Der Krieg ist doch schon fast vorbei. Du musst verrückt sein, das sind doch Nazis. Tego, auf welcher Seite stehst du? Du kannst denken, was du willst, Caronte. Ich gehe jetzt zum Pfarrer. Sag Moreno, sobald ich die Nachrichten habe, komme ich ins Camp. Verdammter Mist. Jetzt hocke ich schon eine halbe Stunde an dem Ding und es ist nicht zu hören. Moreno, das Gerät ist kaputt. Dann versuche es weiter. Tatsache ist, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit.
Wir sollten nicht länger hier bleiben, sondern schleunigst verschwinden. Wir sollen gehen? Du hast wohl vergessen, dass wir einen Befehl haben. Wir haben versprochen, auf Lizieri und Tego zu warten. Wir haben keine Wahl. Diese Operation kann nur gelingen, wenn wir alle zusammenarbeiten. Wie sollen wir zusammenarbeiten, wenn wir nicht einmal Funkkontakt halten können? Und wenn du glaubst, Tego wird bald zurück sein, bist du ein Optimist. Rechne es dir aus. Tego muss einen Weg finden, die Brücke zu sprengen. Ohne Blutvergießen natürlich, wie sonst. Und bevor er zurück kann, muss er zum Pfarrer wegen der Nachrichten. Stell dir das mal vor. Vorstellen ist gut. Ihr kennt mich. Ich habe noch nie einem Pfarrer was erzählt. Du vertraust zu vielen Leuten, Moreno. Ja, aber wir sollten dem Priester vertrauen. Er gibt uns die Lebensmittel. Richtig, das ist wahr. Aber er könnte auch für beide Seiten arbeiten. Wer weiß das schon. Und was ist mit dieser Prostituierten Dorina? Genau das ist der springende Punkt. Unsere Männer leben von der Gnade eines Pfaffen und einer Nutte. Ja? Wisst ihr überhaupt, was dieses Mädchen für ein Risiko eingeht? Und ihr? Nur weil wir einen Tag keinen Funkkontakt haben. Ihr macht euch gleich in die Hosen. Ihr erinnert mich an eine Herde hysterischer Schulmädchen. Und du? Du geh lieber auf deinen Beobachtungsposten zurück und hör auf zu meckern. Sag mir sofort Bescheid, wenn Caronte kommt. Ich gehe ja schon. Hey, lass mich noch mal ziehen. Was will ich nicht alles für eine Zigarette tun? Wenn es so weitergeht, können wir bald amerikanische Zigaretten rauchen. Ich hoffe, du hast recht. Verschwinde, du nichtsnutzige Hure! Ich habe gehört, dass die Deutschen bald hier sein werden. Hey, Dorina, Also können die Amis senkst auch du die nicht weit Preise, sein. wenn die Deutschen kommen? Aber nur, wenn es deine Schwester auch macht, ha? Die geht's dir heute aber ganz schön. Was glaubt ihr eigentlich? Das gibt's doch nicht umsonst, ha? Du glaubst wohl, du bist was Besseres. Hört auf, ihr vertreibt sie ja. Komm, Dorina, trink was mit uns. Geh nicht, Dorina. Du hast doch sowieso nichts zu tun. Wir lassen dich auch bezahlen. Du lässt mich besser gehen. Oder du bereust es, du Feigling. Wer gibt dir das Recht, mich einen Feigling zu nennen, ha? Das weiß doch jeder, dass du feige bist. Und ängstlich. Und alle wissen, dass du die Deutschen liebst. Antonio, gib ihr einen dicken Kuss. Wir halten sie für dich fest. Wir nehmen sie in die Mitte. Lass mich gehen! Wenn du die Nazis küssen kannst, kannst du uns auch küssen. Lass mich doch gehen! Lass mich los! Das werdet ihr bereuen! Oh, nein! Ah, nein! Lass sie los, das wird sie abkühlen. Lass sie los. Ich weiß genug davon. Aber es ist teilweise deine Schuld. Und was ist, wenn sie zurückkommen? Es wird nicht lange dauern, bis die Amerikaner... Waffenstillstand. Sie haben 2 Frauen aus dem Dorf gefoltert und getötet, weil sie nicht verraten wollten, wo ihre Männer waren. Und sie haben ihre Häuser angezündet und die Kinder umgebracht. Und das war lange nicht Das mag alles stimmen. Aber du selbst bist nicht ganz unschuldig an diesen Verbrechen. Töten. Töten. Ist das alles, was wir können? Töten? Nun, ich bin kein Mörder. Ich weiß nicht, wie man tötet. Und ich hätte auch nicht den Mut dazu. Aber solange es Brücken gibt, sollen die Deutschen schwimmen, wenn sie rüber wollen. Und sollten sie es tun. Nun, Vater, vor kurzem hat Gio 7 im Fluss erschossen, ganz allein. 7? Ich möchte verflucht sein. Vergib mir, Gott. 7 Männer von einem getötet. Was meinst du, Tego? Ist das nicht eine Art von Rekord? Jesus sagt... Wir wissen nur, wenn wir sie nicht töten, töten sie uns. Verstehen Sie denn das nicht? Und was Jesus dazu sagt, ich weiß nicht viel darüber. Aber in meiner Ausbildung gab ein Kaplan Religionsunterricht und einen Feind zu töten schien Gottes Wille zu sein. Verzeihen Sie mir, Don Vincenzo. Aber Ihr Priester macht es uns schwer zu begreifen. Und was ist mit Mussolini? Sogar die Kirche glaubte, dass es Vorsehung war. Und nun? Und was hat das alles mit der Kirche zu tun? Was sage ich denn? Jesus, vergib mir und vergib dieser armen Seele. Zu vergeben, das ist die einzige Antwort. Zu vergeben. Ja, aber der Krieg macht alle Männer zu Mördern und Sie wissen das. Wer soll nun wem vergeben? Nun gut. Geh jetzt. Wenn Christina kommt, gebe ich ihr alle Informationen, die ich kriegen konnte. Ist recht, danke, Don Vincenzo. Sie wissen, dass wir für Ihre Hilfe dankbar sind. Aber diese Nazis sind die Hölle. Sie töten jeden im Umkreis von 50 Kilometern. Wir müssen die Stellung um jeden Preis halten. Geben Sie mir die Informationen so schnell wie möglich. Ja,
Ich verstehe. Wenn ich von Truppenbewegungen höre, gebe ich es auf dem üblichen Weg weiter. Dorina! Dorina! Um Gottes Willen, was ist geschehen? Komm und setz dich hin. Oh, Don Vincenzo, die Männer im Dorf beschimpfen mich als Hure der Nazis. Sie sagen... Genug. Es ist nicht wichtig, was die Männer sagen. Denke daran, wofür wir kämpfen. Ist ja schon gut. Beruhige dich. Ja, beruhige dich, Dorina. Du brauchst nichts mehr zu befürchten. Du bist hier sicher. Ich habe große Angst. Ich glaube, dass wir verraten worden sind. Die Deutschen werden bald hier sein. Dem Lärm nach können sie nicht mehr weit sein. Also helft mir, bitte. Wir müssen sofort jemanden zu ihnen schicken und sie warnen. Moreno muss benachrichtigt werden, sonst werden sie von den Deutschen überrascht und völlig vernichtet. Hör zu, Tego, du musst sofort zu ihnen gehen. Oder die Partisanen haben keine Chance mehr. Mach dich auf den Weg. Und mach dir keine Sorgen um uns. Wir schaffen es irgendwie. Beeil dich. Dorina, bitte, meine Frau liegt krank im Bett. Und meinen Sohn kann ich nicht allein lassen. Ich werde mich um beide kümmern. Du gehst jetzt besser, bevor sie dich finden. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Danke, Dorina. Die beiden könnten in keinen besseren Händen sein. Ich weiß, ich kann dir vertrauen. Moment noch, Tego. Ich habe etwas für dich. Bitte nimm es. Das wird dich beschützen. Behalte es. Und wenn du kannst, bete ab und zu ein wenig für mich. Hm? Gott sei mit dir. Viel Glück, Tego. Danke. Moreno warnen. Nun, Marisa, ich bin froh, dass du pünktlich bist. Hast du das Geld mitgebracht? Natürlich. Ist da alles drin? Überzeug dich. Und unsere Abmachung, der Passierschein? Welcher Passierschein? Freies Geleit. Warum, du dreckige kleine Hure? Es tut mir leid, Rizzieri. Ich hatte keine andere Wahl, als die Patronen aus dem Gewehr zu nehmen. Sei endlich vernünftig. Komm mit mir. Hör auf, den Helden zu spielen. Für den Orden, den du bekommen wirst, kannst du dir nichts kaufen. Ich teile mit dir, wenn du mit mir kommst, Rizzieri. Komm endlich. Du verdammte Hure! Dieser Idiot. Auf Wiedersehen, Hans. Leb wohl, Marisa. Retterin. Dich totschlagen, du Verräterin! Lass mich gehen, bitte! Hör auf! Bitte, hör
Deutschen sind da! Sie kommen von allen Seiten! Die Deutschen! Halt euch, schnell! Verteilt euch! Renzo, du gehst da runter! Und du gehst nach hinten, Piero. Gib mir Deckung! Sind da. Sie sind schon hinter dem Hügel. Ich weiß, Christina. Ich werde die anderen warnen. Ich hoffe, Moreno weiß, was hier los ist. Du gehst zurück und sagst Don Vincenzo, dass wir die Lieferung nicht mehr brauchen. Nein,
Nein, Tego, es wäre Selbstmord, in die Berge zu gehen. Die Deutschen sind überall und schießen auf alles, was sich bewegt. Und ich habe solche Angst. Versteck dich! Dort drüben. Absitzen. Sie sind draußen. Schnell, Don Vincenzo. Versuchen Sie, sich in Sicherheit zu bringen. Ich werde Sie aufhalten, wenn ich kann. Dorina! Hallo, Franz, lieber Franz. Was für eine wunderschöne Überraschung. Ach, es war so langweilig hier. Es ist eine Wohltat, endlich einem richtigen Mann zu begegnen. Ein hübsches junges Mädchen geht während der Woche zum Priester? Hast du dich bekehren lassen, Dorina? Du musstest wohl all deine süßen kleinen Sünden beichten. Habe ich recht? Don Vincenzo vergibt mir immer meine süßen kleinen Sünden. Auch ohne Beichte. Ohne Beichte? Und was ist mit meinen Sünden? Würde er mir auch vergeben? Ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Er ist nicht da. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe ihn überall gesucht, aber nicht gefunden. Er ist sicher auf seiner Runde und macht Krankenbesuche im Dorf. Auf seiner Runde? Quatsch, Dorina, ich kauf dir das nicht ab. Komm, wir werden ihn gemeinsam suchen. Komm mit. Also vorwärts, Jungs! Los, Marsch! Ich hätte wissen müssen, dass sich der Priester wie eine Maus in der Kirche versteckt. Du bist nicht halb so klug, wie ich angenommen hatte. Sie sind doch der Gemeindepfarrer, oder nicht, Don Vincenzo? Sie sind wirklich sehr aufmerksam und höflich. Das ist gut zu wissen. Glauben Sie, weil Sie diese Kleidung tragen, können Sie einen deutschen Offizier zum Narren halten? Wenn ich auch geduldig und höflich bin, verlange ich doch von Ihnen, mir zu helfen. Wir sind ziemlich sicher, dass Sie alle Partisanen hier kennen. Wenn Sie uns freiwillig unterstützen, wird Ihnen nichts passieren. Aber jeder einzelne von dieser feigen Bande muss gefangen werden. Wenn nicht, werden wir an Ihnen und Ihrer Gemeinde Vergeltung üben. Diese Bande, wie Sie sie nennen, sind Kinder Gottes. Und es gibt kein Gesetz auf dieser Erde, das mich zwingen kann, sie zu verraten. Warum sollte ich das? Geben Sie das Leben der Abgeschlachteten zurück, der Kinder, die ermordet wurden, der Frauen, die vergewaltigt wurden, das Land, das Sie zerstört haben? Oder gehört das zu den Pflichten eines deutschen Soldaten? Das Bittere ist, dass ihr mal ein zivilisiertes Volk wart. Doch nun seid ihr nichts anderes als Barbaren. Schwein! Das war für die Beleidigung des Reiches. In einer anderen Umgebung für weit weniger hätte ich sie getötet. Der Tod eines einzelnen Dorfpriesters wird Ihnen nicht viel nützen. Man wird niemals die Heerscharen Gottes besiegen. Ihr bringt den Priester und das Mädchen raus. Ich weiß, wie ich ihn zum Reden bringe. Und du wirst auch reden.
Vergib mir. Nicht schießen, ich will ihn lebend. Heiko, nicht schießen. Sei friedlich. Nein. Wir gehen jetzt. Ich nehme das Mädchen mit und ihr den Priester. Burger, tun Sie Ihre Pflicht. Erschießen Sie ihn. Achtung, Tiefflieger, schnell weg hier, schnell! Torina! Torina! Armes Mädchen. Luisa! Angelo! Angelo! Mein Sohn!
Wir werden auf einem wunderschönen, geflügelten, weißen Pferd wegreiten über die hohen Wipfel in die Wolken. Mein Sohn, du kennst die 3 Könige mit den schönen Gewändern. Tego, komm her! Sie sind meine Freunde. Wusstest du das? Du brauchst dich vor nichts zu fürchten. Rate, wo sie... Tego, mein Freund! Dort sein. Wohin gehst du? Große Höhle, in die Felsen geschlagen. Und sitzen vor dem Feuer und erzählen sich Geschichten. Der Wind ist so stark, dass es einen hin und her zerrt. Aber ohne weh zu tun. Tego! Der Wind zerwirft die Um Haare, Himmels Willen, Tego! die Berge. Was ist passiert? In Gottes Und Namen, hör doch zu, spielt Tego! Wir werden wunderschön. bombardiert! Du wirst in Stücke Musik. gerissen, Tego! Du musst von der wirst sie Straße! bald hören, mein Sohn. Tego! Und die Musik kommt vom Himmel. Um Himmels Willen, Tego! Wunderschöne Engel spielen auf silbernen Trompeten. Und sie werden für dich singen, mein Sohn. So ließ ich ihn ziehen, ziellos umherwandernd, verrückt geworden vor Schmerz, dem toten Sohn in seinen Armen Geschichten erzählend. Und dies war das Letzte, was ich für lange Zeit von ihm gesehen habe. Partisanen haben ein LKW in die Luft gesprengt. Komm mit, wir fahren gerade. Ja, auf, Kameraden. Komm, weiter. Wir fahren nach Lombardore. Was Beine ab, ja, das war schön so. Runter. Sie meinen Jungen da? Ja. Hey, Kleiner, hör mal zu. Sag mir, wo die Partisanen sind. Hast du gehört? Sag mir, wo die Partisanen sind. Sprich endlich. Mach den Mund auf. Wo sind die Partisanen? Mach den Mund auf. Sprich endlich. Verdammt nochmal.
Schwein! Euch werde ich zeigen. Hoch mit ihm! Wo seid ihr? Wo zum Teufel seid ihr? Kommt endlich raus! Nein! Kommt! Ihr sollt euch zeigen! Wo steckt ihr? Ihr Schweine! Wo habt ihr euch vergraben? Wo seid ihr? Ihr Bastard! Wer bist du? Du bist nicht aus San Gaspare. Gaspar. Gaspar. Ich bin Gaspar. Ich bin Gaspar. Ich bin Gaspar. Hallo, Leute, guten Abend. Wie geht es euch? Ist das nicht ein schöner Abend, Freunde? Es war ein harter Tag. Aber was soll's. Nicht mehr lang und ich bin reich. Ja. Dann ziehe ich mich vom Geschäft zurück. Dann habe ich alles, was ich will. Schöne Autos, Pferde und ein Haus so groß wie ein Schloss. Und viele Diener, die mir jeden Tag ein Festtagsessen servieren. Auf silbernen Tellern. Ja, das wird ein Leben sein. Was hast du gefunden? Einen Schatz? Ja, du hast erraten. Das habe ich. Und nicht nur das. Danke. In einer Winternacht, noch nicht lange her, befand ich mich bei einer Schafherde. Da kam eine Gruppe deutscher Soldaten und setzte sich ums Feuer. Wir haben uns ein bisschen unterhalten über dies und das. Als plötzlich
eine enorme Explosion war. Die Deutschen waren zu Tode erschrocken. Sie dachten, es sei ein Angriff der Partisanen. Sie sprangen auf und rannten weg wie eine aufgescheuchte Schafherde. Dann sah ich plötzlich in dem ganzen Durcheinander, dass sie eine Kleinigkeit vergessen hatten. Einen Sack. Er war gefüllt mit goldenen Kelchen, silbernen Münzen und einem Haufen Edelsteine. Und nun ist alles sicher versteckt. Bei Signor Gaspare. Ja. Hey, wach auf. Hör mir zu. Ich habe nachgedacht über deinen Schatz. Was ist los? Was willst du? Hör zu, ich habe da eine Idee. Wenn du den Schatz mit mir teilst, könnte ich ihn vielleicht für dich verkaufen. Wie wäre das, ne? Du hast sie wohl nicht alle. Du bist vielleicht nicht müde, aber mir fallen die Augen zu. Lass mich in Ruhe, hau ab. Gute Nacht. Hey, wach auf! Du wirst mir jetzt sofort sagen, wo du den Schatz versteckt hast. Was ist los? Was willst du? Warte einen Moment. Ich werde nicht warten. Du sagst mir auf der Stelle, wo der Schatz ist. Oh, sag's mir. Oder ich blas dir dein Hirn aus. Sprich endlich, oder ich schieße. Nein. Nein, bitte. Du musst mir glauben. Es ist nicht wahr. Ich habe alles erfunden. Ich schwör's dir, es ist nur eine Geschichte. Nur eine Geschichte, hä? Wenn du nicht redest, bringe ich dich um. Nein! Sieh her. Alles, was ich besitze, sind ein paar Münzen, die kannst du haben. Aber du darfst mich dafür nicht umbringen. Das darfst du nicht. Die Münzen, die du hast, wo hast du die her? Aus dem Sack? Nein, ich bitte dich. Du darfst mich nicht töten.
Gib es mir. Wasser. Gib mir etwas Wasser. Lupo, komm her. Braver Hund. Für einen Moment hatte ich richtig Angst. Aber wer bist du? Das ist doch ganz egal. Ich bin nur ein Wanderer und ziehe umher. Nun werde ich besser gehen. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Meine Wege sind immer sehr lang. So kannst du nicht gehen. Auf der anderen Seite ist eine Höhle, die keiner kennt außer mir. Dort kannst du dich ein wenig ausruhen. Komm. Nein, nein. Es ist besser, wenn ich gehe. Ich kann nirgendwo lange bleiben. Ich muss weiterziehen. Meine Berge warten auf mich. Und mein Schutzengel beschützt mich. Außerdem könnte man mich hier finden. Nein, keiner wird dich finden. Niemand kennt es außer mir. Du kannst dich also ausruhen und jeden Morgen, wenn mein Chef weg ist, komme ich dich holen. Dann sind wir alleine hier. Komm, die Höhle gehört mir. Ich schwör's dir. Komm. Ein anderer armer Junge gab mir etwas Brot. Es ist zu dumm. Ich muss immer Geschichten erzählen. Vielleicht kann ich sie finden. Ich muss sie finden. Wen? Mein Schicksal liegt in den Händen eines Kindes und eines Blinden. Erst heute sah ich ein Kind mit einem blinden Mann. Was hast du gesagt? Ich sah ein Kind, das für einen Blinden bettelte. Wo hast du sie gesehen? Unten im Dorf. Ich gab ihnen etwas Brot. Glaubst du, du könntest sie wiederfinden? Wenn du sie wiederfindest, ich habe noch etwas Geld. 3 Silbermünzen, Gino. Aber Sie müssen sagen, wie der Mann gestorben ist. Verstehst du mich? Ja, ja, natürlich. Es musste so kommen. Ich wusste, dass mein Schutzengel mich nicht verlassen würde. Ich war sicher. So sicher wie das Amen im Gebet. Ja, ich habe von der Geschichte gehört. Hier oben ist er nicht vorbeigekommen. Jedenfalls nicht, solange ich hier war. Aber ich werde den Jungen mal fragen. Ja, vielleicht hat der was gesehen. Das Sag uns werde Bescheid. Hör zu, Ganz Nicola. Du bestimmt. musst uns die Wahrheit sagen, sonst kriegst du Ärger. Wir wissen, dass er sich herumtreibt. Also versuch nicht, uns reinzulegen. Macht euch keine Sorgen. Ich kenne meine Pflicht als gesetzestreuer Bürger. Das braucht ihr mir nicht zu erzählen. Wenn du uns hilfst, soll es dein Schaden nicht sein. Guten Tag. Guten Tag. Viel Glück, ihr beiden.
Geh nur. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du hättest dich verlaufen. Sei vorsichtig, wenn du sie rauslässt. Denk daran, dass Fiorina etwas lahmt und nicht so schnell mit kann. Hör mal, wo ist eigentlich der Hund? Ich habe ihn gestern Abend auch nicht gesehen. Der Hund? Ja. Ich weiß nicht. Du weißt, dass der Hund immer bei der Herde sein soll. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Du solltest besser auf ihn aufpassen. Er muss endlich folgen lernen. Also such ihn. Im Eimer ist noch etwas Milch. Wenn du willst, kannst du sie trinken. Hier! Na! Hier! Das! Na! Ist das alles, was er dir gibt? Etwas Milch? Gaspare, du musst verrückt sein. Wenn Nicola dich gesehen hätte, hätte er dich sofort ausgeliefert. Für Geld tut er alles. Bitte geh zurück in die Höhle. Nein, Nicola ist schon hinter dem Zaun verschwunden. Ich weiß genau, was er vorhat. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde schon aufpassen, dass er mich nicht findet. Außerdem, morgen verschwinde ich. Ah, da also versteckst du dich. Wenn der Hund nicht gewesen wäre, hätte ich dich nie gefunden. Du konntest ihn nicht aufhalten, was? Was willst du von mir, hm? Nichts, ich will nur mit dir reden. Also los, fang an. Wieso hast du die Karabiniere nicht mitgebracht? Nun, ich dachte, wir könnten uns über eine bestimmte Sache unterhalten. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht einigen über eine gewisse Kleinigkeit, die du irgendwo versteckt hast. Ihr seid doch alle verrückt. Es gibt ja keinen Schatz. Versteht ihr denn nicht? Es ist nur eine Geschichte. Das glaube ich dir nicht. Na los, töte mich, wenn du willst, Kaspar. Die Karabiniere stehen vor der Höhle und warten auf dich. Ja. Du Bastard. Du weißt, dass ich nicht lüge. Dass es die Wahrheit ist. Das ist alles, was ich habe. 3 Münzen. Und die sind mein ganzes Vermögen. Hör zu. Ich gebe es dir. Aber du musst mich laufen lassen. Oh nein. Du dreckiges Schwein. Du kannst mich erschießen, wenn du willst. Aber von deinem Schatz wirst du dann nicht mehr viel haben. Nein, das schwöre ich dir. Almosen, Almosen für die Liebe Gottes, Almosen für einen blinden Mann, Almosen für die Liebe Gottes. Betteljunge! Hey, Betteljunge! Betteljunge! Hey, Betteljunge, warte einen Moment. Ist es wahr? Du sollst gesehen haben, wie ein Mord passiert ist? Stimmt das? Was? Ich weiß nicht, wovon du redest.
Er darf uns auf gar keinen Fall entwischen. Geh du auf die andere Seite. In Ordnung. Deck mir den Rücken. Du auf die andere Seite. Wir werden ihn in die Enge treiben. Genau. Ich werde auf dem Grat entlang gehen und du kommst von der rechten Seite. Dann müssen wir ihn erwischen. Nichts zu sehen. Verdammt nochmal, wo bleibt er denn bloß? Er sollte doch schon seit über einer Stunde hier sein. Vielleicht hat ihn ein Bombenangriff überrascht. Vielleicht ist er immer noch in der Kirche bei Don Vincenzo und legt die Beichte Immer ab. so Witzen aufgelegt, was? Witze? Wieso? Wir geben ihm noch 5 Minuten. Glaubst du wirklich, dass er sich so lange beim Pfarrer aufhält? Ich glaube, er kommt. Da ist er. Wo hast du so lange gesteckt? Na, red schon, was zum Teufel ist passiert? Sie haben Dorina umgebracht und Don Vincenzo und Christina verhaftet. Auf was warten wir denn noch? Moreno braucht uns. Wer doch. gibt dir die Befehle? Na, in Ordnung, lasst uns aufbrechen. Gehen wir. Wir müssen das Hauptquartier der Deutschen stürmen, bevor sie mit ihren Vergeltungsaktionen beginnen. Ich hoffe, dass wir es schaffen und noch rechtzeitig hinkommen. Der Weg ist frei.
Wenn wir ihn nicht bald kriegen, kriegt er uns. Er hat die bessere Position. Er ist direkt über uns. Und er ist ein verdammt guter Schütze. Wer hat gesagt, dass er ein Landstreicher ist? Gaspare! 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 Verschwinde von hier, du bist wohl verrückt geworden. Ihr sollt Lass mich sofort los, hä? Er ist mein Freund, hörst Ein du? Freund? Er ist mein Freund. Er hat einen Mann Lasst ihn in umgebracht. Ruhe. Er ist ein Gaspare Mörder, hat ein nichts Bandit. Getan. Warte noch, nicht schießen. Er ist mein Freund. Nun verschwinde endlich! Gaspare! Verschwinde, lauf weg! Lauf endlich weg! Gaspare, ich möchte zu dir kommen! Bleib hier! Geh zurück! Verschwinde! Geh weg! Schieß nicht, Gaspare! Bitte, warte auf mich! Geh zurück! Gaspare! Geh zurück! Gaspare! 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 Was haben Sie mit dir gemacht? Sei nicht traurig. Ich bin nur sehr müde. Endlich bin ich frei und werde nicht mehr gejagt. Ich habe viel Zeit, mich auszuruhen. Da, wo ich hingehe, ist Ruhe und Frieden. Nein, nein. Angelo, mein Sohn, wir werden immer zusammen sein. Angelo. Weißt du, wir können immer miteinander reden. Wann immer du willst. Ich werde dich immer sehen, wenn du auf deinem Esel reitest. Ich habe nur einen Wunsch, hier begraben zu werden, hoch oben in den Bergen. Dann kann ich dich immer sehen, mein Sohn. Wenn du mit deiner Herde zwischen den Felsen umherziehst. Und wenn du den Wind in den Bäumen hörst, dann denk an Gaspare. Gaspare, mein Freund, du darfst mich nicht verlassen. Gaspare, Gaspare, antworte mir. Oh, bitte lass mich nicht allein. Du bist mein einziger Freund, Gaspare. Oh. 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 Gaspare! 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 Er ist tot. Jetzt könnt ihr ihm nichts mehr tun.
Was ist passiert? Lieber Gott, der Krieg ist seit Monaten vorbei und das Töten geht weiter. Das ist Gaspare, der Bandit. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Pflicht? Das erinnert mich an eine andere Zeit. Außerdem, Vater, war der Mann ein Mörder. Und ihr, was habt ihr getan? In Ordnung, ich weiß. Das Gesetz. Das Gesetz, das dieselben Verbrechen begeht, für die es andere bestraft. Gaspare, armer Gaspare. Gaspare, du bist das. Tego. Mein Freund. Gaspare, der gefährliche Bandit, ist Tego. Mein armer Freund. Der Träumer. Der Geschichtenerzähler. Über den man sich lustig machte. Weil er keiner Fliege was zuleide tun konnte. Weil er niemand wehtun oder töten konnte. Du warst ein Bluffer, Tego. Du konntest nicht töten. Und nun hat man dich getötet. Für ein Verbrechen, das du sicher nicht verübt hast. Wenn du nur reden könntest. Wir haben das in seinem Versteck gefunden. Du hast ihn geliebt? Er war mein Freund. Du musst jetzt sehr tapfer sein, mein Junge. Er war auch mein Freund, Chino. Mein bester Freund. Das habe ich ihm mal geschenkt. Es soll jetzt dir gehören und dich immer an ihn erinnern. Was für ein tragisches Schicksal. Das Leben geht oft seltsame Wege. Gottes Wege sind oft schwer zu verstehen. Wie wäre es sonst möglich, dass Gott mit seiner Liebe und in all seiner Gnade zulässt, dass die Menschen solche Verbrechen begehen, Herr Burger? Manchmal drängen sich mir auch solche Fragen auf. Wäre es nicht vielleicht besser gewesen, wenn Tego gleich in der Kirche gestorben wäre? Hochwürden, sowas dürfen Sie nicht sagen. Ja, vielleicht haben Sie recht. Vergib mir, o Herr. Du hast Tego sein Kreuz aufgebürdet. Aber du hast ihm auch Liebe gegeben. Das Vertrauen und die Liebe eines Jungen. Und du hast mir gezeigt, dass man manchmal Freunde findet, wo man keine vermutet. Und dafür danke ich dir.